Hi guys und willkommen bei einer neuen Folge Arm Mobile. In dem Video möchte ich jetzt endlich das lang versprochene Artiplura-Zähmen durchführen. Hat jetzt etwas länger gedauert. Genau, aber für die Artiplura-Zähmung gehen wir in die Höhle im Süden. Vorher möchte ich allerdings noch was ausprobieren, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Ich habe nämlich, wenn ihr hier seht, in meinem Inventar durch das Sammeln von den Kürbissen am Halloween-Event einiges an Premium-Items bekommen, eben unter anderem hier diese Dodo-Pfeile. Und ich möchte einfach ausprobieren, was die anrichten, was die anstellen. Wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, weil so wie es aussieht oder so wie es für mich klingt, macht das alle umliegenden Tiere aggressiv in dem Moment, wo wir den wegschießen. Ob es dadurch vielleicht möglich ist, einen Rex, der auf uns losgeht, eher zum Gejagten zu machen? Wir werden es ausprobieren. Für den Dodo-Pfeil, ich habe mir nachgeschaut, braucht ihr normalerweise die Dodo-Federn, die ja erst ab einer Größe von ca. 2,3 von diesen Hühnchen produziert wird. Aber man muss die Dodos halt erstmal so groß bekommen. Und dann brauchen wir eben noch den Potent Dust, also die, hier habt ihr das Rezept nochmal, also den geschredderten Bernstein eigentlich, den zermörserten. Und genau, durch das Event habe ich jetzt 10 dieser Pfeile bekommen. Also probieren wir die jetzt erstmal aus. Ich habe durch das Durchlaufen von der Eishöhle nochmal einen deutlich besseren Bogen bekommen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass in dem Moment, wo wir den Bogen benutzen, nicht unbedingt das Tier gleich umbringen. Wir probieren das ja vielleicht hier bei unserem Sako mal aus. Wir machen das so. Ah ja. Okay. Der Bär reagiert auf uns. Das reagiert alles auf uns. Das finde ich nicht so cool. Hier liegt ein einsames Sako-Ei rum. Das nehmen wir natürlich mit. Wo ist der Bär? Der Bär ist weg. Das hat jetzt nicht so den Effekt gehabt, wie ich das gehofft hatte. Ich bin ein Eierdieb, ja, das wissen wir. Nö. Also hier passiert jetzt leider nichts Besonderes. Ich dachte vielleicht, dass das Tier, was dann angeschossen ist, eher Aggro abbekommt. Also dass andere Tiere auf ihn aggressiv reagieren. Ich nehme jetzt hier nochmal meinen Griffin und wir machen uns nochmal auf die Suche nach einem anderen Platz. Wir kommen zurück. Hier habe ich jetzt 2 Rexe gefunden. Der darf jetzt mal brüllen. Normalerweise sind die Rexe jetzt natürlich die... Ah ja. Hier hat es funktioniert. Wir sehen hier den grünen Schein, das heißt, der Trike reagiert auf jeden Fall. Hoppla. Ups. Auch der ging daneben. Jetzt habe ich keinen mehr. Also es scheint funktioniert zu haben, dass eben manche Tiere dann doch eher aggressiv drauf reagieren. Okay,
Wie gesagt, war jetzt nicht der Mega-Effekt, den ich mir erhofft hatte, aber wir hatten Spaß mit 10 Pfeilen. Okay, dann gehe ich jetzt noch mal kurz zurück zur Basis. Da muss ich nämlich für die Arte Plura-Zähmung noch mal alle Sachen zusammensuchen. Denn ich habe hierzu mal den Dododex befragt. Wir sehen im Dododex, den kann ich euch übrigens nur wärmstens empfehlen, wenn irgendwas unklar ist oder ihr Hilfestellung braucht oder ihr wissen wollt, wie viel Narkosemittel ihr braucht für welches Level an Tieren, das ihr zähmen wollt. Also dafür ist das wirklich grandios. So, einmal parken bitte. Genau. Und wenn ihr den Dododex befragt, dann wird er euch ausspucken, dass die Zähmung mit dem Erleuchtungsserum gemacht werden kann. Aber natürlich geht dann auch absteigend verdorbenes Fleisch oder auch mit rohem Fleisch ist es möglich. Dauert dann aber natürlich wieder länger. Was wird für das Erleuchtungsserum gebraucht? Auch das Rezept findet ihr im Dododex. Da heißt, wir brauchen 5 wollene Nashornhörner. Die Nashörner findet ihr im Schneebiom und die Hörner wiegen sehr schwer, also sind nicht gerade das leichteste. Das heißt, achtet da drauf, dass euer Biest vielleicht ausreichend schleppen kann. 1 wiegt 8 Kilo. Seid euch dessen nur bewusst. Genau, dann haben wir die Hörner, dann brauchen wir 2 Karotten, 2 mal Mais, 2 Kartoffeln, 2 Zitronen, 10 Mejobeeren und einmal schwarze Perlen. Die schwarze Perlen können euch zum Beispiel von Ottern gefunden werden, der Chuso, also der Riesentintenfisch, aber auch Anglerfische sammeln die. Oder natürlich auch hier über die Götterkonsole. Da ich den Arte Plura natürlich nicht umbringen will, sondern einfach nur bewusstlos machen, habe ich mir überlegt, dass ich das mit der Narkosefalle versuche. Das ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee. Die nehme ich also mit, beziehungsweise ich muss sie noch produzieren. Und dann schauen wir, was passiert. Ich mache die Falle jetzt noch kurz und dann sehen wir uns, sobald ich vor Ort bin. Bis gleich. Welcome back. Also ich bin jetzt hier an der Hülle im Süden. Wir gehen jetzt rein. Ich habe jetzt erstmal unverwundbar und unbegrenzte Stati eingeschalten, bis ich die Falle platziert habe. Wichtig bei der Falle ist, ihr braucht natürlich immer 2 Stück pro Aufstellung. Und es wird uns aber auch angezeigt, ob sie nah genug zueinander stehen oder ob sie zu weit auseinander stehen. Und dadurch natürlich nicht funktionieren. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwas ist. Wer die Höhle kennt, weiß, naja, Skorpion. Bye. Da hinten ist noch mal einer. Spinne. Okay. Da stehen schon 2. Das gibt's doch nicht. Die sind normalerweise nicht so hoch. Und ja, natürlich machen sie eure Ausrüstung kaputt. So, dann platziere ich den jetzt mal hier und den zweiten hier. Einmal. Hat jetzt nicht viel gebracht. Okay. Das tut dem jetzt nicht sonderlich weh. Dann nehmen wir halt einfach die toxischen Pfeile. Dann kann ich Fliegen auch wieder ausschalten. In dem Fall bin ich froh, dass ich unverwundbar eingeschalten habe. Und jetzt ist er tot. Das war eigentlich das, was ich vermeiden wollte.
Also die Falle hat schon mal nichts gebracht. Vielleicht sind hinten drin. Manchmal sind die ja auch hier. Das erste, was ich sehe, ein Spinnenhintern. Nö. Doch! Hallöchen! Das gefällt mir. So. Ich möchte ihn nicht umbringen. Und genau das ist das, was ich getan habe. Yay! Ja, also Arteplora gestaltet sich doch ein bisschen komplizierter. Ich gehe mal hier rum. Ich meine, ich will sie ja nicht töten. Ich will sie doch nur zähmen. Ich will doch einfach nur, dass ihr meine Freunde werdet. Oder sind die eine passive Zähmung? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Den weg. Titanboas und alles mögliche gehabt, aber keine Arteploras mehr. Oh. Die hatte ich ganz übersehen. Rex, das hier. Sehr schön. Skorpion. Na, gib mir dein Ei. Wir gehen mal da hinten hin. Ich will doch nur ein Arteplora zähmen. Ich schätze, ich muss warten, bis der nächste Respawn kommt. Ich bringe euch zurück, sobald ich einen neuen Arteplora gefunden habe. Und dann schauen wir weiter, ob es tatsächlich ein passiver Zähmvorgang ist. Also sprich, dass wir einfach nur füttern und dann hoffen, dass das Biest gezähmt wird. Wir sehen's. Bis gleich. Wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Ich bin noch mal kurz raus, weil auch das Spiel mich in einen undefinierbaren Wetterzustand geschickt hat. Das war alles draußen nur noch grau und neblig und diesig. Deswegen habe ich jetzt noch mal kurz gestartet und hoffe, dass wir diesmal ein bisschen mehr Glück haben. Ich habe jetzt die ganz normale hier, die Longneck Rifle, müsste das sein, mit den Betäubungspfeilen drin. Damit sollte es eigentlich funktionieren. Da ist schon einer. Das Level ist mir jetzt mal relativ egal. Er hat 0 Torpor. Er hat einfach 0 Torpor. Wie geht das? Was ich natürlich jetzt auch versuchen kann, ich meine, ich habe die Unverwundbarkeit an. Ich mache das einfach mal ohne. Hau drauf und hoffe, dass ich den vielleicht so bewusstlos bekomme. Skorpion wäre auch eine Option. Wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich mein Pferd mit. Hier passiert gerade sehr viel. Aber Arteplora sehe ich trotzdem keine. Ich könnte theoretisch auch noch in die Höhle am Vulkan gehen. Hui, Arschbombe. Ah, da unten ist noch einer. So, dann machen wir es halt so. Level 90. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ist mir eigentlich auch egal. Mir geht es darum, dass ich vielleicht auch den Kopf erwische. Das sieht nicht gut aus. Da ist nichts an Torpor. Nichts. Und es ist auch kein Passivzähmen, weil sonst hätte ich hier die Option füttern. Nee, habe ich nur selber genommen. Gut.
Dann nehme ich jetzt hier einfach mal das Implantat mit. Hier ist nichts. Das ist jetzt doch ein bisschen verwunderlich. Okay, Planänderung. Willkommen zurück. Ja, hier seht ihr jetzt dieses neblige Wetter, von dem ich nicht wirklich weiß, ob das ein Bug ist oder ob das Wetter tatsächlich gerade so ist, weil meistens ist es so, wenn ich mich dann nochmal wieder einlogge, dann ist es weg. Also ich gehe davon aus, es ist ein Bug. Wie viel Uhr ist es? Es ist 11:35 Uhr. Theoretisch dürfte es nicht so dunkel sein. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Ich komme hier mit dem Skorpion nicht durch. Das ist mehr als fies. Gut, wir nehmen den Sattel mit. Wir nehmen das Fleisch mit, dass das schön kaputt geht. Und du hast ausgedient. Bye! Das heißt, ich suche mir hier jetzt einen neuen Skorpion, bevor wir nach Arteplura suchen. Hier ist zum Beispiel ein Skorpion, der mich gleich schon gesehen hat. Aha. Headshot. Female. Das freut mich. Da haben wir jetzt unser Weibchen. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Artepluras. Ach, guck an, da stehen schon welche. Kümmere ich mich zuerst mal um die fliegenden Geschöpfe. Er rennt. Aha. Rennt er. Klar. Hier wird mir nicht mal irgendwas mehr angezeigt. Das ist... Ich glaube, ich werde georgt. Yes! Ah! Okay. Wir haben einen kurzen Moment, in dem die Arteplura tatsächlich bewusstlos sind, in dem wir dann füttern können. Alles klar. Hier war definitiv nochmal ein Arteplura. Und wenn dann hier ein bisschen ruhiger ist, werden wir uns dem auch nochmal annehmen. Hier ist jetzt ein... Ah ja, da ist er. Ich möchte den hier jetzt nicht killen. Deswegen warten wir jetzt mal einen Moment. Das Schöne ist, wir machen die anderen nicht wütend. Immer nur einen und der kämpft nicht mal zurück. Sehr schön. Wo auch immer diese Schlange hin will. Ich höre Spinnen. Also entweder ist das Spiel gerade komplett buggy. Nichts tut mir was. Das ist sehr strange. Das ist alles irgendwie stumm. Hier haben wir nochmal einen Arteplura, mit dem wir es nochmal probieren. Es hat funktioniert. Der lag jetzt einfach hier, er war nicht aggressiv. Das werden wir nochmal ausprobieren müssen.
Das werden wir nochmal ausprobieren müssen. Okay, ich glaube, ich habe wieder was Neues gelernt. Festgefahren. Ah, okay. Turret Mode heißt wohl, er bleibt auf seinem Platz. Gut. So, wir haben jetzt einen Skorpion und einen Arteplura. Ups. Sehr unhandlich. Jetzt bringen wir die alle erstmal wieder nach Hause. Eins der Tiere, das ich bis dato noch nicht einmal gezähmt habe. Aber einiges gelernt wieder. Krabbelgetier macht nicht automatisch alles andere Krabbelige auch auf sich aufmerksam. Ups. 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 Could you please? Es ist so schwer, das Ding zu bewegen. Und ihr seht, hier ist immer noch sehr trüb. Jetzt bringe ich den erstmal zurück zur Basis. Da hole ich mir dann nochmal das Anti-Mückenmittel. Und dann probieren wir es, ob es nicht vielleicht doch eine Passivzähmung sein muss. Dass ich das Biest im Prinzip nur dann zähmen kann, wenn es noch nicht auf mich aufmerksam geworden ist. Waddle, 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 waddle. Ich bringe euch gleich zurück, sobald wir das doch mal ausprobieren können. Ich bin jetzt wieder hier an der Höhle im Süden. Hier steht auch mein geliebter Griffin. Ich gehe jetzt noch mal rein. Ich will das jetzt wirklich wissen, ob ich mich da wirklich so getäuscht habe. Ich meine, ja, ich habe gesagt, ich habe im Dododex nachgeschaut, was man braucht. Aber ich habe wirklich nicht geschaut, was für eine Art von Zähmung es ist. Das ist natürlich mit dem Dododex auch möglich. Ich habe jetzt hier das Anti-Mückenmittel drauf. Habe ich es drauf? Ja. Das heißt, ich dürfte jetzt hier durchlaufen, ohne dass irgendwas auf mich aggressiv reagiert. Ich gehe direkt rechts runter. Vielleicht stoßen wir ja sofort auf ein Arteplura. Warum reagierst du aggressiv? Das sollst du nicht. Das ist echt unfair. Weg. Die sind jetzt natürlich aggressiv, weil ich die Freunde angegriffen habe. Weg mit dir. Aber von daher gehe ich dann davon aus, dass die Arteplura zu den Bugs gehören, also zu den Insekten. Ein Arteplura, Spinne, Spinne. Ernsthaft nicht ein Arteplura jetzt hier drin. Jetzt, wo ich es nochmal versuchen wollte. Das gibt's doch nicht. Hier ist nix. Dann geht's nochmal in die Höhle am Vulkan. Bis gleich. So, ab geht's in die Vulkanhöhle. Ui, Jump. Hier sollten wir früher oder später auf ein Arteplura treffen. Ah ja. Interessant. Und in dem Moment, okay. Also, Passivzähmung. Wir haben es rausgefunden. Yay, ich fühle mich glücklich. Und so doof gleichzeitig. Wenn man schon den Dododex verwendet, sollte man ihn auch richtig verwenden. Ich weiß, das habe ich jetzt auch gelernt. Egal, es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das war's für diese Folge, ist jetzt ein bisschen länger geworden. Aber wir haben einen Skorpion und einen Arteplura, um die ich mich jetzt erstmal kümmern werde. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habt weiterhin viel Spaß auf der Insel. Lasst euch nicht fressen. Ronnie, over and out.